Babylon wurde zur wohlhabendsten Stadt des Altertums. Nicht, weil die Bewohner fleißiger waren als andere Nationen. Nein, sie wussten den Wert des Geldes zu schätzen. Sie befolgten Grundregeln bei der Schaffung von Vermögen. Sie sparten und investierten. Hier sind die 5 Kernaussagen aus dem Buch Der reichste Mann von Babylon, geschrieben von George Samuel Clayson. Willkommen bei Money Talk. Kernaussage Nummer 1. Bezahl dich selbst zuerst. Schauen wir uns diese Aussage anhand eines Beispiels an. Es ist Zahltag und wir erhalten unseren Lohn. Diesen geben wir aus für Miete, Kleidung, das Auto, Essen und alles, was dazugehört. Also bezahlen wir im Endeffekt Vermieter, Hersteller, Produzenten und Händler. Wir bezahlen alle außer uns selbst. Wenn wir 2000 Euro verdienen und 500 Euro davon an Miete bezahlen, dann arbeiten wir bei einer 40-Stunden-Woche effektiv 10 Stunden pro Woche für den Vermieter. Wir sind ihm gegenüber versklavt. Es ist sehr wirkungsvoll, die eigenen Ausgaben mit der Versklavung gegenüber jemandem Fremden zu vergleichen. Denn es kann ja nicht gut sein, oder? Wenn wir uns diese Einstellung angewöhnen, wird es viel einfacher sein, unsere Ausgaben zu kontrollieren. Im Buch wird daher vorgeschlagen, dass man am Zahltag als allererstes 1/10 seines Einkommens sich selbst bezahlt. So kann man sicher sein, dass man immer zuerst für sich selbst arbeitet, bevor man sich für andere abrackert. Kernaussage Nummer 2. Diejenigen, die handeln, werden belohnt. Viele erklären sich den Erfolg anderer mit Glück. Der hat einfach Talent, der war zur rechten Zeit am rechten Ort, der hat einfach geerbt. Dies mag für einige Fälle stimmen, aber bestimmt nicht für die Mehrheit. Das, was erfolgreiche Menschen gemeinsam haben, ist Folgendes: Sie haben gehandelt. Stell dir vor, John ist jemand, der handelt und die Kontrolle übernimmt. Markus ist jemand, der gerne wartet und seine Taten auf den nächsten Tag verschiebt. Beide erhalten in ihrem Leben immer wieder Chancen, Möglichkeiten. Der Einfachheit halber erhalten sie die gleiche Anzahl Chancen. Auch die Wahrscheinlichkeit, damit erfolgreich zu sein, ist bei beiden gleich. Eher tief. Worin sie sich jedoch unterscheiden, ist die Anzahl der Chancen, die sie wahrnehmen und ausprobieren. Ich fühle mich heute nicht so gut. Heute war es ziemlich streng bei der Arbeit. Die Sterne sind heute definitiv in der falschen Formation. Danke, Markus. Für Markus wird es immer einen Grund geben, heute nicht anzufangen. John hingegen versucht, viel mehr Möglichkeiten wahrzunehmen. Daher stehen die Chancen besser, dass John eines Tages den richtigen Riecher hat und erfolgreich ist. Das Ganze hat also nichts mit Glück zu tun, sondern nur mit dem Faktor, ob man Chancen wahrnimmt oder nicht. Kernaussage Nummer 3. Wohlstand hat nichts mit dem Einkommen zu tun. Wie viele Menschen können einen unvorhergesehenen finanziellen Notfall problemlos decken, ohne Schulden aufnehmen zu müssen? Eine Kündigung, ein Unfall, eine Autoreparatur? Nicht sehr viele. Laut einer Studie von 2017 leben ca. 50% der Schweizer von Monat zu Monat. Geld kommt rein und mindestens gleich viel geht raus. Steigt der Lohn, steigen die Ausgaben und damit der sogenannte Lebensstandard. Unter dem Strich bedeutet das, dass das Einkommen völlig irrelevant ist. Am Schluss bleibt die Ziffer 0. Das ist nicht nur schade, sondern auch sehr riskant, denn es bindet uns an unseren Job und die damit verbundenen Einnahmen. Dass wir dabei nicht unser volles Potenzial entfalten können, ist eher sekundär. Denn immerhin müssen die Leasingraten für das neue Auto bezahlt werden. Es ist völlig egal, welchen Abschluss man hat oder welcher Arbeit man nachgeht. Für alle gilt das Gleiche. Einnahmen minus Ausgaben ergeben das Ersparte. Und nur darauf kommt es an. Kernaussage Nummer 4. Handle zur richtigen Zeit. Aus Punkt 2 ergibt sich, dass Handeln notwendig ist, um erfolgreich zu sein. Dennoch, große Chancen sind sehr selten. Darum ist es umso wichtiger, diese wahrzunehmen, wenn sie auftauchen. Eine dieser großen Chancen war beispielsweise die Finanzkrise in 2008 und 2009. Viele haben ihre Arbeit verloren. Viele mussten sich neu finden
und wurden mit der Realität konfrontiert, dass kein Job sicher ist. Aber für diejenigen, die bereit waren, die Ausgaben mehr zu senken als üblich und stattdessen zu investieren und zu sparen, für diese Menschen ging es schneller wieder bergauf. Dasselbe kann man auch auf dem Aktienmarkt beobachten. Während einem Crash werden gelegentlich Anleger nervös und stoßen ihre Wertpapiere ab. Sie realisieren ihre Verluste und sind froh, nicht noch mehr verloren zu haben. Für Investoren jedoch sind Crashs eine Einladung, noch mehr Aktien zu kaufen. So günstig wie bei einem Crash werden sie lange nicht mehr sein. Kernaussage Nummer 5: Die Macht von passivem Einkommen. Wenn wir uns einmal an Kernaussage Nummer 1 gewöhnt haben und uns jeden Monat immer als Erster auszahlen, dann häufen wir mit der Zeit einiges an Geld an. Das alleine fühlt sich schon super an, aber es gibt noch etwas Besseres. Sobald wie möglich sollten wir dieses hart verdiente Geld für uns arbeiten lassen. Das Gute an Geld ist, es braucht keine Ruhe, es braucht keine Pausen, es kann durchgehend arbeiten. Davon kommt auch der Ausdruck passives Einkommen, denn das Geld arbeitet, während wir Sport machen, uns mit Freunden treffen und sogar, wenn wir schlafen. Wenn wir unser Geld lange genug arbeiten lassen, wird es sich vermehren. Und wenn wir das daraus gewonnene Geld arbeiten lassen, wird sich auch dieses Geld vermehren. So entsteht ein exponentielles Wachstum. Das Großartige am exponentiellen Wachstum ist es, dass es sich mit der Zeit multipliziert. So wird es immer leichter und schneller und leichter und schneller. Fassen wir zusammen. Die Kernaussage Nummer 1: Bezahl dich selbst zuerst, und zwar mindestens 10% deines Einkommens. Aussage 2: Derjenige, der handelt, hat langfristig bessere Chancen, erfolgreich zu sein. Kernaussage Nummer 3: Wohlstand ist eine Gleichung, bei der die Ausgaben entscheidend sind und nicht die Einnahmen. Kernaussage Nummer 4: Handle zur richtigen Zeit. Kernaussage Nummer 5: Nutze die Macht von passiven und exponentiellem Wachstum. Das war's mit den Kernaussagen aus dem Buch Der reichste Mann von Babylon, geschrieben von George Samuel Clayson. Schreib mir doch in die Kommentare, zu welchem Thema du gerne in Zukunft ein Video hättest. Bis dahin vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal hier bei Money Talk.